Hallo meine Lieben, um weitere Fragen zum Thema Papierbasteln zu beantworten, gucken wir uns heute mal die Stanz- und Prägemaschine an. Um genau zu sein, geht es um die Sizzix Big Shot. Das war ganz ehrlich gesagt nicht meine erste Anschaffung, als ich mit dem Papierbasteln angefangen habe, weil es ist nicht ganz billig. Aber ihr werdet sehen, dass es die Qualität von den Karten effektiv nochmal wesentlich erhöht. Und naja, wie ihr damit arbeiten könnt, das zeige ich euch gleich. Als ich mit dem Papierbasteln angefangen habe, habe ich zuerst immer so mit diesen Handstanzen gearbeitet, wo man einfach ein Papier nehmen kann, das da reinschieben kann und etwas ausstanzen kann. Das Thema ist aber, ihr habt hier, es nimmt extrem viel Platz weg. Ne? Wenn ihr ein paar von diesen Dingern habt, ist das schon ein gewisser Platz, den es braucht. Zudem seid ihr beschränkt von den Elementen. Ne? Ihr habt jedes Element auch immer nur genau in dieser Größe und ihr könnt, wenn ihr irgendwas in der Mitte von einem Papier ausstanzen wollt, geht das nicht, weil wenn ich jetzt eine größere Karte hätte und da in der Mitte was ausstanze, ich komme immer nur bis zu dieser Ausbuchtung. Weiter geht nicht. Das heißt, hier eine gewisse Einschränkung. Und dann habe ich mich entschieden, okay, doch eine Präge- und Stanzmaschine zu kaufen und hatte aber zuerst die Sizzix Big Shot Plus, die nochmal ein Stück größer ist, weil ich dachte mir, ich will mir nichts verbauen. Tatsächlich hat die aber auch A, sie nimmt Platz weg und B, sie hat auch ein gewisses Gewicht. Und wenn man die immer wieder auf den Tisch, vom Tisch runter, auf den Tisch und vom Tisch runter, dann merkt man das mit der Zeit schon. Und deshalb hatte ich mich entschieden, wieder zurück zur Big Shot Classic zu gehen. Und naja, ist nicht das Billigste, was man kaufen kann. Wenn ihr hier zum Beispiel, ich mache euch einen Link unten rein, ein Starter-Set mit dieser Klassik, das kostet im Moment, habe ich einen Preis gefunden von 170 Schweizer Franken. Tatsächlich reicht die euch aber auch, also ich würde, wenn ihr startet, tendenziell eher mit der Klassik gehen. Und wenn ihr die bestellt, kriegt ihr einerseits die Maschine. Ihr kriegt die Plattform, die ihr fürs Prägen braucht. Dann kriegt ihr eine Auflagefläche, das ist grüne, was dem noch ein bisschen mehr Höhe gibt, weil per se ist ja hier drin ist eine Stanze, wo ich das Ganze durchkurble und je höher, desto mehr Druck geht auf diese Platte drauf und die braucht ihr um Sachen auszuschneiden. Und dann natürlich in beiden Fällen braucht ihr 2 Acrylplatten. Und die sehen natürlich schöner aus, wenn sie neu sind. Ich habe die jetzt schon ein bisschen gebraucht. Die reichen aber auch eine Weile. Ich zeige euch kurz die Platten, die ich jetzt ein Jahr verwendet habe. Das ist die untere Platte, das ist die obere Platte. Die verbiegen sich dann so nach einer Zeit ein bisschen, aber funktionieren immer noch. Also, ne? Und ja, das ist das, was es auch noch gibt und das ist das, was ich habe, ist eine Magnetplattform. Hat den Vorteil, dass Stanzen hier halt einfach besser drauf haften. Trotzdem, wenn ich Sachen ausstanze, die genau platziert werden müssen, arbeite ich hier immer so mit so einem Klebestreifen, der nicht zu stark klebt, damit mir das dann nicht auf dem Papier zu fest klebt und ich das wieder ablösen kann. Aber Kombination ist per se so, dass entweder ich stanze und dann brauche ich die beiden Acrylplatten und die magnetische Plattform oder ich präge, dann brauche ich diese Prägeplattform und die 2 Acrylplatten. Und diese Auflageplatte ist ganz einfach, wenn ihr die Magnetplatte nicht habt. Per se, wenn ihr diese 2 habt, ergibt es die gleiche Höhe wie mit der Magnetplatte. Es ist
per se das gleiche, einfach bei der ist es so, dass die noch Magnete innen drin hat. Was ihr beim Starterpaket noch dazu kriegt, ist einerseits logischerweise die Beschreibung, dann hier Stoff, ein bisschen Papier, damit ihr da schon mal austesten könnt. Schon mal die ersten Stanzformen plus das ist eine Art von Platten, die ich so eigentlich nicht verwende, aber ich kriege das im Starterpaket mit. Das ist so, dass in diesem Schaumstoff drinne, wenn man das hier runterschiebt, unten drunter liegen die Stanzformen. Das heißt, hier würde jetzt ein Kreis ausgestanzt, wenn ich hier das Papier mit durchkurbeln würde. Finde ich jetzt nicht super praktisch, sind auch ziemlich groß, also von dem her war halt einfach dabei, deshalb habe ich die. Es gibt nebst dieser Größe gibt es natürlich nicht nur die Plus, sondern ihr könnt auch massiv kleinere Präge- und Stanzmaschinen haben. Da habe ich auch echt schon solche gesehen für 30 Franken, 40 Franken, sowas. Das Thema ist halt einfach, die sind dann so klein, dass ihr mit größeren Stanzformen, wie hier zum Beispiel diesem Kreis oder wenn ihr irgendeine Box ausstanzen wollt oder noch eine größere Box, kriegt ihr da nicht rein. Plus, wenn es ums Prägen geht, diese Prägefolder, die haben tendenziell so eine Standardgröße und das funktioniert dann halt einfach nicht. Das heißt, ihr müsstet dann einfach aufs Prägen verzichten. Von dem her, wenn ich eine Empfehlung abgeben müsste, dann wäre das hier mit der Klassik zu gehen. Es gibt nicht nur Sizzix Big Shot, sondern es gibt auch andere Marken. Es hat einfach die ich habe. Und nein, hier ist gar nichts gesponsert, das habe ich alles selber gekauft. Von dem her, ja. Überlegt euch, für mich war es effektiv so, dass es das effektiven großen Mehrwert oder auch eine bessere Qualität an Karten dann mir ermöglicht hat. Bevor wir anfangen jetzt zu stanzen, wollte ich euch noch so ein paar verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Varianten von Stanzen zeigen. Hier zum Beispiel ein Set an Kreisen und die haben so Stitched Lines, das heißt, das was geschnitten wird, sind effektiv hier, ist diese durchgezogene Linie und die Stitched Line werden dann quasi nur eingeprägt. Das ist was. Die Dinger, das heißt, wenn ich ein Frame, also eine Form ausstanze, dann heißen die Dinger Framelits. Und wenn ich ein Element ausstanze, was per se selber schon eine Form, ein erkennbares Element gibt, sagen wir es mal so, wie hier zum Beispiel diese Feder, dann das sind Thinlits. Bei denen halt einfach sehr filigran, aber gibt extrem schöne Resultate. Ich zeige euch kurz, wie das aussieht. Also so, das ist dann effektiv so eine sehr filigrane Feder, die man dann hat, wenn man das aus weißem Papier ausstanzt. Dann, was ich immer drauf gucke, wenn ich Stempel habe oder wenn ich Stempel kaufe, dass ich effektiv hier die Stanzform dazu habe, damit ich die Elemente wirklich schön ausstanzen kann auch. Dann gibt es hier so Varianten Double Stitch, das heißt, wenn ich den Kreis aus etwas ausstanze und nicht den Kreis behalte, sondern eigentlich quasi die ausgestanzte Form auf der Karte bleibt, dann habe ich trotzdem die zweite Stitchline, die auf der Karte noch ersichtlich ist. Finde ich eine schöne Sache. Dann gibt es hier so diese Background Dies, wo ich einen ganzen Kartenhintergrund mit verschiedenen Formen einmal ausstanzen kann. Dann gibt es Debossing Dies, wo hier nur so Linien reingestanzt werden. Ich zeige euch dann gleich ein paar Beispiele. Schriftzüge, ne? Hello, zum Beispiel, wo ich nicht nur das Thinlet selber habe, sondern dann auch die Schatzierung davon. Dann hier eben so, wo man so Rahmen machen kann. Es gibt auch hier, gleich wie bei den Stempeln, gibt es dieses Layering, wo ich ein Element habe, wo ich in einer helleren Farbe, dann in der nächsten Farbe, weitere Farbe und die dann aufeinander aufbauen kann. Hier zum Beispiel auch Ziffern. Wunderbar auch zum Beispiel für Adventskalender oder Geburtstagskarten. Hier ein ganz simples
Framelit, was ich super süß finde, weil es aussieht wie diese Leibniz-Kekse. Oder dann eben die ganz großen, wo ihr ganze Boxen damit ausstanzen könnt. Was hilfreich ist ein Picking-Tool zu haben auch. Das heißt, damit könnt ihr dann das, was ihr gestanzt habt, am besten aus der Form rauspulen. Das seht ihr dann gleich in Aktion. Und ich würde sagen, wir machen hier kurz ein paar Beispiele. Zum Stanzen, wie gesagt, ihr braucht die Plattform, also entweder die magnetische oder eben die Prägeplatte plus diese Auflageplatte und dann die 2 Acrylplatten. Und da legt ihr einfach die Untergrundplatte plus die erste Acrylplatte drauf. Dann nehmt ihr das Papier und legt hier die Form, die ihr ausstanzen wollt, so hin, dass diese Schneidekante nach unten auf dem Papier liegt. Legt die andere Platte drauf und kurbelt das durch die Maschine durch. Und nicht erschrecken, wenn es knackst. Das gehört ganz einfach dazu, das muss so sein. So, jetzt haben wir die erste Form. Und dann mache ich von diesem, das war ein Element, was zusammengehört. Das war jetzt nur der Hintergrund, den ich ausgestanzt habe. Jetzt mache ich hier dasselbe noch mit dem Schriftzug. Kurble den durch. Das ist jetzt ein Element, was extrem gut schneidet. Da brauche ich das Picking Tool gar nicht, aber nur, damit ihr hier so erkennt, wie das dann angewendet wird. Da habe ich hier jetzt hinten dran die Schattierung und dann den Schriftzug. Das ist eine Variante. Dann hier die Variante mit dem Double Stitch, einfach damit ihr seht, wie das aussieht. Auch mit der Schneidekante nach unten. Dann habt ihr genau den Effekt. Entweder ihr verwendet dieses Element oder ihr könnt dieses Element und beide haben trotzdem durch diese Double Stitch Line haben diese Stitch Line drauf. Was ist das? Dann haben wir hier so ein Background Die, wo es mir die einzelnen inneren Teile plus auch die äußere Linie ausstanzen wird. Die lege ich auch verkehrt drauf. Das heißt, es hat mir hier den Rand rausgeschnitten. Und hier muss ich jetzt effektiv mit dem Picking Tool arbeiten. Respektive die größeren Teile kann ich nur so rausdrücken. Wenn ich die größeren raus habe, gehe ich dann hin und drücke hier noch die kleineren raus. Und dann hat es hier immer so kleine Löcher drin und dann da kann ich stoßen und dann seht ihr, dass sich der Rahmen auch löst. Dann kann ich den hier effektiv rauslösen. Dann habt ihr hier wunderbar so ein Hintergrundelement, was ihr auf einer Karte verwenden könnt. Dann, wenn ihr etwas gestempelt habt und die Standsätze dazu habt, müsst ihr halt einfach hingehen und das passende Element suchen. Ich weiß jetzt gerade, dass es dieses hier ist und dann eben auch die Schneidekante unten. Dann versucht ihr das so mittig auszulegen wie möglich. Und ich mache das dann immer mit Kleber eben fest, damit mir das dann in der Maschine drinnen nicht verrutscht.
Und dann kurbel ich das auch so durch die Maschine durch. Und dann habt ihr hier wunderbar den kleinen schön ausgestanzt. Weitere Möglichkeit. Dann habe ich hier noch diesen Debossing, dieses Debossing-Element und ihr seht, das sind alles nur Pünktchen hier drauf. Das heißt, hier wird nichts geschnitten, sondern nur quasi Löcher ins Papier reingemacht. Auch hier, ne, mit der Seite aufs Papier drauf. Dann ist es wirklich ziemlich fest dran. Müsst ihr da ein bisschen ziehen und das heben. Und dann habt ihr hier wirklich so ein ganz cooles Muster auf dieser Karte drauf mit diesen kleinen Pünktchen. Ich finde das wirklich super so als Hintergrundelement. Jetzt könnt ihr mit der Big Shot natürlich nicht nur stanzen, sondern ihr könnt auch prägen. Und dazu gibt es diese Prägefolder und da auch wieder jenste verschiedene Varianten. Ne? Es gibt so mit Schriftzügen, solche, die so zweigeteilt sind von der Musterung her, solche, die nur einen Rahmen geben. Hier Blumenmuster, quadratische, wo das innere Element nicht geprägt ist, sondern nur der Rahmen. Auch hier so ein bisschen größere. Dann hier so ganz große, hier zum Beispiel mit einer Holzmaserung. Dann gibt es noch speziell, und da habe ich euch zwei Varianten. Das eine ist es, der Folder hat effektiv, der prägt nicht nur, sondern der schneidet auch. Das heißt, hier habe ich, wie bei den anderen auch, eine Seite, die erhöht ist und eine, wo diese Erhöhung dann tiefer ist und so entsteht auch diese Prägung. Aber ich habe hier überall noch so Schneidekanten drin. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Auch ich werde ein paar Beispiele machen, damit ihr auch seht, wie das aussieht. Und das andere, was ich euch auch noch zeigen wollte, ist hier ein 3D. Der ist massiv höher als die anderen. Und der hat nicht zwei Ebenen, sondern der hat effektiv ganz viele verschiedene Ebenen. Und es hat auch effektiv einen sehr coolen Effekt. Aber wie das aussieht, alles, das zeige ich euch jetzt anhand von ein paar Beispielen. Dazu brauchen wir die Prägeplattform, dann auch wieder beide Acrylplatten. Ich mache mal kurz zuerst gleich das, wo etwas ausgestanzt ist. Das heißt, ihr nehmt euer Papier, upsie, na. Ihr nehmt euer Papier und legt das hier in den, ich mach das kurz so, in den Folder rein, macht den zu und dann lasst ihr das so durch die Maschine. Das heißt, nicht mit der Öffnung zuerst, sondern da, wo es geschlossen ist, legt ihr das so rein. Ich finde, es geht immer einfacher, wenn ich den nicht jetzt komplett gerade reinkurble, weil dann trifft das Ganze auf eine gerade Linie, sondern ich drehe den immer so ein bisschen, dass zuerst eine Spitze reingeht und es geht vom Kurbeln her so ein bisschen einfacher. Wenn ich das dann rausnehme, das, was hier liegt, ist alles Papier, was es ausgeschnitten hat, ne? Und die Karte selber, die sieht dann so aus, dass es mir effektiv die ganzen, also A hat es die Prägung drauf und B hat es mir die einzelnen Elemente ausgestanzt. Zweites Beispiel, hier dieser Happy Birthday Folder. Wenn ich den öffne, ist es so, dass hier stehen die Buchstaben stehen so ein bisschen hervor und hier hat es dann die Ausbuchtung davon. Und so sieht es dann aus, wenn es durch ist. Das Ganze, das heißt, die Wörter hat es euch wirklich ins Papier rein geprägt.
Man spürt es auch wunderbar, man sieht es auch super. Und ich finde es halt klasse, wenn man gerade so, ich mag eher einfachere Karten. Und wenn ich weiß auf weiß arbeite, kann ich trotzdem mit diesem Prägefolder zum Beispiel einen schönen Hintergrund generieren, der sich doch von der Karte auch abhebt. Hier, ne, diese Variante. Und dann zeige ich euch hier noch ein Muster mit diesen Blumen, wo ich effektiv rundherum und innen drinne bleibt es dann ungeprägt. So, und da seht ihr, das ist die Karten. Ich würde jetzt hier diesen Rand so ein bisschen zurückschneiden, bevor ich das verwenden würde. Und ihr könnt effektiv, ihr könnt euch entscheiden, will ich es auf diese Seite verwenden oder will ich es auf diese Seite verwenden. Eigentlich bei allen, ne? Allem, was ihr prägt, will ich das, was aufsteht oder will ich das, was... Nee, gut, schlechtes Beispiel. Bei Schriften macht das nicht so viel Sinn, weil das dann auf dem Kopf stehen würde. Ja, das war ein schlechtes Beispiel, aber naja, alles, was eben eine Musterung hat, wo die Richtung keine Rolle spielt, könnt ihr das wunderbar eben auf beider Seiten verwenden. Das war das Thema Prägefolder und was ich euch auch noch zeigen wollte, das ist effektiv, ihr könnt nicht nur Cardstock oder Bastelpapier schneiden, sondern was auch geht, ist effektiv Stoff zum Beispiel. Ich nehme hier so ein feines Stück Stoff. Die Stanzplatte, Acrylplatte, den Stoff hier einfach drauf. Dann das Framelit auf den Stoff drauflegen. Zweite Platte drauf. Dann seht ihr hier, okay, das lässt sich wunderbar lösen und hier habe ich das Ding dann aus dem Stoff ausgestanzt. Das ist eine Variante, was auch wunderbar geht, was ich gemerkt habe, mit SnapPap kann man wunderbar auch arbeiten. Das heißt, hier habe ich mit 2 Sternen und ein Partial Die Cutting, das heißt, ich habe hier den zweiten Stern nicht komplett durch die Maschine gelassen, sondern nur bis zu diesem Strich. Und das kann man dann hier wunderbar auch als, wenn das jetzt ein Buch wäre, kann man das als Buchzeichen verwenden. Sowas geht auch. Oder die Prägefolder. Ich habe hier einen gepunkteten Prägefolder und ich habe das SnapPap effektiv gleich wie die Karten durch die Maschine gelassen und das bleibt hier effektiv. Natürlich, wenn ihr SnapPap dann wascht, geht die Prägung wieder raus, aber wenn ihr Elemente habt, wie hier so ein kleines Portemonnaie, dann bleibt diese Prägung effektiv auf dem Papier drauf. Ich wollte euch hier auch noch einen Tipp geben, wenn ihr etwas ausstanzen wollt, was sehr filigran ist, gibt es manchmal das Problem, dass es nicht sauber durchstanzt, das heißt nicht komplett durchschneidet. Und da könnt ihr effektiv einfach so ein Stück Schaumstoff oder Gummi, was als Verpackungsmaterial meistens verwendet wird, legt ihr einfach drunter, dann das Papier drauf, wo ihr das Element ausstanzen wollt und dann die Stanze, die zweite Platte drauf. Dann kuppelt ihr das so durch. Und gerade so bei den filigranen Teilen geht nicht nur einmal durch, sondern einmal nach links, dann wieder zurück. Ich gehe da meistens so 3, 4 Mal durch, damit ich sicher sein kann, dass es das wirklich gut geschnitten hat. Wenn ihr das dann rauslöst, seht ihr auch, dass es das wirklich gut geschnitten hat. Ich löse hier kurz die einzelnen inneren Teile raus. Es geht jeweils am einfachsten, wenn das noch in der Form drin ist.
Und dann gehe ich in diese kleinen Löchchen rein und löse das so von diesem Stanzelement. So seht ihr, das hat wirklich absolut sauber geschnitten, dadurch, dass ich noch zusätzlich diesen Schaumstoff drunter gelegt habe und so eigentlich noch mehr Höhe geschaffen habe. Das war eigentlich auch schon alles, was ich euch zur Stanz- und Prägemaschine, zur Big Shot zeigen wollte. Und ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!